Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch in Heimdall. Am Ende der letzten Folge haben sich die Ereignisse überschlagen, denn es gab einen Einbruch hier im, nicht im Opernhaus, sondern hier beim Juwelier. Und wir sind jetzt damit beauftragt worden von dem Vater von Markias höchstpersönlich, von Governor Regnitz, der ganzen Sache hier auf den Grund zu gehen. Denn der Täter hat eine Nachricht an uns hinterlassen und das ist alles sehr ominös, was wir bisher gehört haben. Ja, und das sieht ja auch ein bisschen nach Tatort aus, wobei es ist eigentlich sauber entwendet worden. Aber das gute Stück in der Mitte, das fehlt. Das war ja irgendwie auch zu erwarten. Treibst du noch Handel mit mir, Löwe? Löwe? Keine Ahnung, wie du ausgesprochen werden willst. Wow, ich habe 83 Mira und möchte gerne was für 24.000 käuflich erwerben. Irgendwas funktioniert da nicht. I mean, who could have imagined that Phantom Thief B would show up right in our store? He really was as skilled as all the rumors say. Please be careful during your investigation. I mean, who could have imagined? Man muss aber sagen, er hat immerhin niemanden verletzt, ne? Also, es geht auch uneleganter. Insofern, ich will ihn jetzt nicht loben oder mich als Fan outen, aber, ja, es hätte auch anders ausgehen können. Sagen wir mal so, oder, Ramov? I'm so ashamed. Letting our guard down like that was so amateur. Please do whatever you can to get the Crimson Tiara back. Please, I'm begging you. Ja, damit du nicht so sehr eins auf den Deckel bekommst, ne? Weil du jetzt wahrscheinlich von deinem Chef einen richtigen Einlauf kriegst. Aber, ich weiß nicht, ob das jetzt euer Versäumnis war oder ob der einfach richtig gut war, der Täter. Kein Plan. What happened to the tiara? I don't see it anywhere. I came all the way here to see it and it's not even here. Wie die das jetzt nicht mal für die ganzen Touristen und Besucher abgesperrt haben, sondern hier einfach noch fröhlich alle ein- und ausgehen können, okay? Aber, naja, auf jeden Fall, leere Vitrine, Glückwunsch, bestes Timing ausgewählt. Hallo Citizen. You gotta be kidding me. Phantom Thief B, this is big, huge, even. Looks like I picked one hell of a crazy time to visit the capital. Ja, kann man so sagen. Aber der Phantom Thief B scheint irgendwie jeder zu kennen, ne? Der ist ja auch das ein oder andere Mal schon in der Zeitung gewesen. Der hat ja auch eine ordentliche Historie, den kennen wir ja schon aus Trades in the Sky. Excuse me, are you in charge of this store? We're here on behalf of the local government to investigate a reported burglary. Yes, that's right, I'm the owner. You must be the students from Taurus Military Academy. Indeed, Class 7 Group A at your service. Oh, thank goodness. We may yet have a chance to recover the Crimson Tiara. So, that's the object that was stolen? Yes, exactly. It's embedded with priceless carnelian gemstones, captivating the hearts of all who gaze upon it. It's the centerpiece of our display and a national treasure valued at almost 100 million Mira. Wow, 100 million Mira. Pretty pricey. Yeah, I'll say. To think something that valuable could be swiped just like that. The question is, how did the thief manage to steal it? I'd heard that the store was fitted with the best security system money could buy, so they could display the tiara safely. I'm afraid this was all due to my carelessness. There was no problem with our recently installed security system. The problem was me, falling right into Phantom Thief B's trap. Wait, the Phantom Thief B? The Phantom Thief, voll falsch betont. Ja, genau der, aber das haben wir eigentlich auch schon von den anderen NPCs gehört. I've heard all manner of rumors about him, but I still find it hard to believe this was actually his doing. The name sounds kind of familiar. Seems like Elliot and Marcus know of him. Yeah, he's a thief with quite a reputation in the capital. He calls himself a liberator of beauty, and he made quite a name for himself with a string of major thefts a number of years ago. He's even gained an enthusiastic fan following for the daring and graceful methods he uses during his thefts. Oh, now I remember where I've heard his name before. He's the thief who managed to steal an orbital tank from the Imperial Army, right? Yeah, that's one of his most famous exploits. I seem to recall hearing that story myself. I wonder how one steals a tank. So, do we know how the tiara was stolen? Phantom Thief B is well known for sending the victims a card notifying them of his intended crime before he commits it. Did he send a card this time? Yes, that's right. The card also contained this message.
Your prize tiara has already been replaced with an imitation. However, that message was a feint. While we did have the utmost faith in our security system, we knew that if anyone could get past it, it would be him. We decided to open the display case to check the tiara, but as it turns out, that's what he was counting on us to do. Okay, alles klar, jetzt weiß ich wieder. Gar nicht so dumm, gar nicht so dumm. Hier kriegst du eigentlich in dem Spiel voll die Inspiration, wie du zukünftig selber sowas erfolgreich ausüben kannst. Oh Mann. So, that's when he stole the tiara, huh? I'm afraid so. Unbelievable. I assume you weren't able to get a good look at the culprit's face? Indeed, as soon as we opened the display case, the lights all went out. By the time we got them back on, the tiara had vanished. I see. Sounds like he's no ordinary thief. With a piece as valuable as this, can you maybe explain how you decided we'd be the optimal choice for this request? Ah, of course. Please take a look at this. Aha, stylische Karte auf jeden Fall. To the owner of this, oder to the owner of this fine establishment, know that I have the Crimson Tiara securely in my possession. Should you fulfill my conditions, I promise that it shall be returned to you unharmed. If not, I make no guarantees. First, you must not report this incident to the railway military police. Second, you must deliver the other card here to the members of Doris Military Academy's Class 7 Group A. Third, the aforementioned Group A must overcome the trial written on said card. Phantom Thief B. It really is addressed to us. I find the thief's apparent reveling in his crime somewhat unpleasant. Yeah, though on the other hand, he seems to be giving us a chance to get the tiara back. True. Do you have this other card that the thief mentioned? Of course, please take this. Phantom Thief B's card. So rum. Salutations, ladies and gentlemen of those Military Academy's Class 7 Group A. Should you wish to recover the treasure you seek, accept and overcome the trials I have placed before you. All of the keys lie within the Vermilion capital. The first key is at the feet of the conqueror with the heart of a lion. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Steps jetzt alle noch zusammenkriege, aber beim ersten weiß ich noch, wo ich gucken muss. A riddle, is it? Well, I'm sure the Vermilion capital is just referring to the city itself, but as for the feet of a conqueror with the heart of a lion, seems like a treasure hunt, and this card's our first clue. It does seem that way. So, do you think you can help us out? We'd be happy to. Indeed, taunting us like that, I'm all for wiping the smug satisfaction off his face. Let's be off then. Thank you so much, please find it. Burglary at the Jewelers. Started. Jawohl, so, jetzt muss ich erstmal gucken, weil für mich heute auch eine neue Aufnahmerunde startet. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal direkt aus dem Dungeon raus, haben den Anruf bekommen und hatten dadurch dann die nächste Mission. Und das scheint auch die einzige zu sein. Ich vermute mal, dass ich nichts weiter tun musste. Ich habe jetzt nochmal geguckt, die nächste Hidden Quest, wo ich aufpassen muss, und die nächste Red Moon Rose Ausgabe kommt am 26.07. Also da muss ich heute eigentlich noch nichts machen, weil wir haben den 25. I can scarcely believe that the Crimson Tiara could have been stolen, but please do whatever you can to recover it. Okay. Okay, das werden wir. Ist hier der Ausgang? Ja, das ist er. Sehr schön. So, warum bin ich so pleite? Hat das irgendjemand so abgesegnet? Aber ich habe doch noch, warte mal, bevor ich mich jetzt wirklich auf die Suche begebe, würde ich einmal ganz gerne hier vorbeischauen und bei MEHR mal gucken, was ich mir gegebenenfalls an Mira noch reinholen kann. Wenn ich das nicht beim letzten Mal schon getan habe, aber ich glaube irgendwie nicht. Ich meine nämlich, dass ich so beim letzten Mal so Holter die Polter einfach abgespeichert und direkt den Part beendet habe. Guck mal hier. Wir haben nämlich ein bisschen was. Ich kann mir ein so ein 24.000er Ding leisten. Wenn ich jetzt noch ein bisschen was verkaufe. Und ganz ehrlich, da habe ich voll Bock drauf. Ich glaube, ein juweliges Item werde ich mir jetzt gönnen. Ich weiß leider nicht mehr aus dem Kopf, welche man später noch findet, weil ich weiß, es gibt
es gibt das ein oder andere Item, was man findet, aber ich glaube nicht alle 4 von den teuren. Und das, ja, da könnte es jetzt auf eine falsche Entscheidung hinauslaufen. Aber wir gucken mal. So, Healthy Liquor brauche ich nicht zu verkaufen, wirft nicht viel ab. White Beast Flesh. Hier kann ich mal mein Glück versuchen. Clear Gelatine können wir auch ein bisschen entbehren. Und dann wird das hier auch schon knapp. Okay, warte, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ja, ich wollte einmal noch mal ganz kurz auf die Recipes gucken. Da hat sich wahrscheinlich auch nichts verändert, weil ich kein Hearty Powder bekommen habe. Das ist so deprimierend. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das hier in der Stadt kaufen kann und einfach nur noch nicht beim richtigen Händler war. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Nee, ich wollte bei ihm... Nee, Moment, wir machen das anders. Ich werde das jetzt reinholen über die Quarze, über Exchange. So. Ich brauche jetzt nämlich nur noch 500. Ne? Das sollte ja wohl irgendwie machbar sein, oder? So, guck mal. Wenn ich jetzt hier 3,7 raushau und daraus von mir aus noch eine 2 mache, dann habe ich jetzt hier erstmal auf wie viel runter? Auf 1,9. Ich will hier irgendwie gerne eine glatte Zahl zu stehen haben, aber das habe ich dann auch, wenn ich jetzt den hier noch mache. Sehr schön. So eine glatte, schöne 2000 wäre zwar cooler gewesen als Grenze, aber man kann nicht alles haben. Ich bin nach dem Einkauf gleich genauso arm wie davor, aber... Oh, was habe ich denn gerade gemacht? Ah, guck mal, ich kann ranzoomen und wieder wegzoomen. Schön, dass ich das nach, keine Ahnung, 200 Spielstunden auch mal feststelle. Travel to other district und Garnier. Gehen wir jetzt einfach nochmal zum Schauplatz der Tragödie und machen da erstmal nett High-End-Shopping. Oh Mann, ey, ich komme schon wieder gar nicht mit der Steuerung klar. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate so gehen. Solange ich Is 9 spiele, werde ich immer wieder Probleme haben, mich hier mit der Steuerung wieder einzugrooven, weil sich das sehr unterschiedlich steuert, beides. So, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Das hier ist sehr auf Defensive ausgerichtet. Das wird's nicht. Das hier hat den charmanten Vorteil, dass ich sofort immer wüsste, wem ich das gebe. Aber es wird wahrscheinlich auf das Stärke-Ding hinauslaufen. Es wird auf Passionate Rouge hinauslaufen. Evergreen haben wir ja sogar schon. Ja, ich glaube, Steel Blue findet man auch irgendwann irgendwo. Ich nehme jetzt einmal dieses Ding mit. Ja. Ich werde es erstmal noch keinem anlegen. Warte, das wird ja definitiv Laura bekommen. Das steht ja jetzt schon mal fest, aber ich muss gucken, was ich dafür wegnehme. Sie wird das Gladiator-Head-Ding, das wird sie auf jeden Fall behalten. So, Laura, gönn dir. 837 kann auf jeden Fall einiges. 837. Können wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen? Das ist, mehr als ordentlich. Oh, diese wunderschöne 100% bei der Treffsicherheit. Das ist so... Das erfüllt mich so mit Glück. Das kann ich keinem anderen erklären. Gladiator-Belt soll sie behalten. Ich könnte bei ihr auch mehr in die Offensive gehen, aber irgendwie... Oh, aber das hier nehme ich ihm weg. Damit er das kriegen kann, was Laura vorher hatte. Genau, so einen Tausch habe ich irgendwie angestrebt. Ja, sehr schön. Dann kann ich ja jetzt weitermachen mit unserer Hauptaufgabe. Lass mich kurz überlegen, hier beim Plaza. Ich glaube, da war eine Statue, an deren Fuß wir den Hint finden, quasi. Weil den Hint haben wir schon gefunden, wo wir dem nachgehen können. Sage ich mal. Hier. Sieht gut aus, ne? Ich meine, hier standen wir auch schon mal, aber da kannten wir den Phantom Thief B noch nicht. The Conqueror with the Heart of a Lion. It couldn't mean anything other than the statue of Emperor Dreikelz. Agreed, it's hard to hear a clue like that and not immediately think of Dreikelz the Lionheart. And the statue is the most famous monument of him here in Heimdall. Then chances are good that we're in the right place. The card said to look at his feet. Let's do it then. Ich habe richtig Angst vor dem nächsten Hinweis, weil ich glaube, den fand ich ein bisschen schwieriger. Here we go. It's the same type of card as the last one too. Obtain Phantom Thief B's card. I assume we were correct then. Well, we don't know until we check. Guck mal, the second key is in the northeastern seat. Ah, ich weiß doch, wo das ist. Of the Prismatic Palace. Also glaube ich.
Ja, doch, das ist im Gewächshaus, meine ich, im Meta Park. The second key, so basically, we've got another scavenger hunt. So it seems. I can't believe he's making us go through this whole rigmarole? Was ist das für ein Wort? What can we do but play along, though? In the northeastern seat of the Prismatic Palace. Just what could that mean? Tja, Laura, strengen Sie mal Ihre 3 Gehirnzellen an. Ich wollte dich eigentlich gar nicht beleidigen. Es tut mir leid, dass es auf dich gefallen ist. Nein, ich habe... nee, bei dem Hinweis muss ich tatsächlich auch nicht so lange überlegen, weil diese Glasfassade von diesem Gebäude halt sehr einprägsam ist. Guck mal, es sieht doch aus wie ein Prismatic Palace. Es ist einfach Ausschlussprinzip gewesen. Ich meine, dass auch bei der Mission irgendwas noch dabei war, was ich nicht so ganz offensichtlich fand. Aber wir gucken mal. Ich weiß nicht mal, wie viele Hinweise hier überhaupt noch kommen. Was habt ihr alle miteinander zu schaffen? Die HMP have already stated their desire to handle security around here too, so I'm afraid there's not much point in even talking to me. Was wollt ihr denn von ihm? I don't know what those fools from the HMP are saying, but it's our duty to maintain security here, so we shall. And so we shall, so rum. They can simply watch and learn. Seid jetzt alle in Aufruhr wegen dem Diebstahl? This park is so peaceful, it's easy to forget we're in the capital. I could take a nap here. Yeah, people love to come here to relax. Verständlich. Jetzt wäre die Bank sogar frei. Als wir das letzte Mal hier gewesen sind, war die besetzt von 2 sehr komischen Leuten. Ah, wir können gar nicht mehr angeln. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal hier war. Ich dachte nur, das hätte sich jetzt wieder aufgefüllt, weil wir ja hier einen Tag inzwischen, glaube ich, haben ins Land streichen lassen. I can't stand lovesick couples. Ach, das sind die beiden, die hier rechts stehen. Just listening to those two is infuriating. Okay, dann will ich mir das jetzt anhören. Hallo, Lina. Excuse me, is there a reason you want us to leave? Eek, Robert, save me from these terrible people. Das war die, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie eine überteure Handtasche von ihm haben wollte. Und er meinte, okay, ich spare die nächsten 5 Jahre dafür. Und sie hat sich dann darüber beschwert, dass es viel zu lange dauert, weil sie die jetzt will. Irgendwie so. Whoa there, you might want to step away from my Lina. Huh? There's a garden party tomorrow? I'm not sure I follow. Ach, das sind die Präventivmaßnahmen für den hohen Besuch, der dann morgen hier kommt. Alles klar. Hätte ich jetzt auch ein bisschen übertrieben gefunden, hier so viele Wachen aufzustellen, weil in einem komplett anderen District irgendwas abhanden gekommen ist. Also irgendwas ist auch ein Understatement, ich weiß, aber halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Räumlich gesehen würde das wenig Sinn ergeben. A few of us civil servants are responsible for actually running the garden party. With the number of guests, it sounds like it will be non-stop work, but even still, I hope I can work the event. After all, that would mean a chance to see Princess Alvin up close. Das ist der Grund, warum viele überhaupt diesen Festivitäten hier beiwohnen wollen, weil sie sich ja in der Vergangenheit sehr rar gemacht hat. Wobei nicht so rar wie der Prinz, bei dem war das, glaube ich, noch besonderer, oder? Crap, I don't think we've got enough decorations. I'm going to need to get them to send more over as soon as possible. Dass so jemandem auffällt, ich weiß nicht, wenn hier alle so in Aufruhr sind, dass es an Dekoration mangelt. Also er hat ja nicht gesagt, dass er gar keine hat, sondern nur zu wenig. There's so many butterflies. It really gives the place an exotic touch, huh? Ist einfach voll schön, der Ort. Ich meine, wir sind hier schon mal gewesen, allerdings in den Abendstunden und da war hier halt keiner, ne? Deswegen will ich mit den ganzen Leuten hier nochmal sprechen. The Imperial Guardsmen and the military police end up arguing over security arrangements every year. They've both got too much pride on the line, which ends up making it nearly impossible for them to agree on anything. I wish their spare thought for us. We're the ones who end up inconvenienced by the drama every year. Stöhn mich nicht an. Seufzt mich nicht an. Ihr habt Probleme. Aber ich wäre an deren Stelle wäre ich komplett genauso. Nur als Außenstehender habe ich gut reden, ne? Und davon mache ich auch Gebrauch. Ich will mal mit der falschen Taste rennen, Menno. Mit X rennt man hier. Euch beiden kenne ich. Euch beide. Grandpa, are you okay? This is why I told you to take it easy. I swear you're gonna sprain some muscle you haven't used in 30 years.
Ich finde es voll niedlich, wie sich der Kleine Sorgen macht. Und dass der Rücken hat, das wissen wir schon. Muss mir auf dich aufpassen, alter Mann. Oh, oh, oh. Mein Hip. Ach, das ist die Hüfte. Ups. Dann habe ich nichts gesagt. Ich hätte schwören können, es wäre der Rücken gewesen. Aber ist beides nicht so geil. So, was war jetzt? War das jetzt Northeast oder Northwest? Warte. Okay, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich checke, mit welcher Taste ich das hier wirklich langfristig mache. Das geht so auf keine Kuhhaut. Und ich habe gerade gesagt, ich renne mit X. Das war auch Quatsch. Das ist nämlich R1. So, warte. Ich muss jetzt leider nochmal lesen, weil ich mir schon wieder nicht sicher bin. Northeastern Seed. Northeastern. Warte mal. Wie ist... Ach so, warte mal. Hier, Nord, also auf der anderen Seite. Ist das ein kleines N? Das ist voll schwer zu erkennen auf dem Kompass. Aber ich würde sagen, hier ist irgendein Seed. Oder nicht? Nö. Okay, irgendwas ist gerade, also entweder... Doch, das ist aber Nord. Und Osten wäre dann da. Oder ist es hier irgendwo? Ach, hier ist es. Okay, ich dachte, es wäre die östlichste Bank. Aber hier bin ich. Okay, dann ist es gar nicht so peinlich. Dann ist es nur mittelmäßig peinlich, okay? This must be the Prismatic Palace. Yeah, all signs point to the clue referring to the Crystal Garden. Which is only the northeastern seat. I'm presuming it refers to an actual place one can sit, which would suggest we are to investigate this bench in the northeast part of the garden. Is that it? Ja, da klebt was. Das sieht ganz richtig aus. Seems so. What's it say? Let's see. The third key is... at the round table where once rested the gauntlets that supported the east of the city. Boah, sagt mir gerade gar nichts. Oh, goody. Another riddle. Still, what can we do but keep going? Ah, it seems fate has ordained that we should meet again. I recognize that voice. Da ist er. Der ist er. Unser geschätzter, hätte ich fast gesagt, unser gesuchter Phantom Thief B. Ich mag den halt irgendwie. Ich kann dagegen nichts machen. Who were you again? He's Baron Bleu Blanc. Yeah, we first met during our 5th study in Berea, I believe. Très bien. I am most pleased to see that you have not forgotten me. Though, if my eyes do not deceive me, you have 2 new faces among your throng today, no? Hi, it's nice to meet you. I've heard mention of you from my classmates. Has your search for beauty brought you all the way to Heimdall too? You could indeed say that. However, to meet not just in Berea Hut, but among the picturesque elegance of the Vermilion capital as well, truly it seems that we are bound together by a destiny most inseparable. Would you not agree? Ja, so kann man es auch formulieren. Ein bisschen aufgeplustert, aber man kennt's. I'm not sure. He's a bit on the unique side, huh? Yeah, unique. Let's just call it that. I couldn't sense him coming at all, though. Please, the intensity of your stares is positively withering. Or is it that my overwhelming beauty has clutched your heart so tightly that you cannot help but gaze in wonder? Oh, I'd bet all the Mira I have on me, that's absolutely not the case. Du hast aber nicht viele Mira bei dir, Ring, deswegen hat das kaum Gewicht, was du gerade sagst. Now, if you excuse me, there's still much I must attend to. I wish you the best of luck with your studies. Dankeschön. And there he goes. So what did he come to convey to us? With that guy who knows? Tja, Reen, dann streng mal deine Hirnzellen jetzt wiederum an. Eigentlich hat Reen immer einen Ansatz. Den hat er wahrscheinlich auch jetzt, den teilt er nur nicht mit uns. So. Round Table. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Ich glaube, ich werde gleich einen Cut machen. Right after we ran into Baron Blue. Achso. What he's after, but he gives me a weird feeling. Round table where once rested the gauntlets that supported the east of the city. Das ist ein Guildhaus-Hinweis, oder? Könnte das ein Guildhaus-Hinweis sein? Das ist der einzige, den ich jetzt überprüfe. Und wenn das nicht klappt, dann gucke ich wirklich nach.
Weil ich für ein nicht-blind-Let's Play dafür eigentlich nicht allzu viel Zeit aufbringen wollte, weil es einfach ultra peinlich ist, dass ich mich an solche Sachen dann nicht mehr erinnern kann. Aber wenigstens 2 von den 3 hatte ich grob. Hatte ich ganz grob. Aber dann war der ja hier in unserem Haus. Aber warte, Roundtable. Der Roundtable, der war oben. Ich glaube, das ist sogar richtig. Ich glaube, ja. Oder? Ja. Guck mal. Oh, falsche Taste. Aber ich hab das irgendwie noch hinbekommen. Ich habe zuerst an irgend so ein Politikerzimmer oder sowas gedacht. Also irgendwas mit politischen Entscheidungen und so. Aber ja, wenn man es ein bisschen genauer liest. Es ging ja um Support, ne? Und nicht um Entscheider oder sowas. The gauntlets that supported the east of the city. The gauntlet is the symbol of the Bracer Guild, isn't it? It's on their emblem too. Oh, siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, aber ich habe es trotzdem rausgefunden. Yeah, the ones and east parts mentioned in the notes seem important as well. This building was once a branch of the guild, and while the capital once had 2 such branches, this is the easternmost branch. This must be the round table. Ah, here it is. Na, wann fällt euch auf, dass jemand hier eingedrungen ist, obwohl hier eure ganzen Habseligkeiten sind? I can't believe he even trespassed into our lodgings, danke, Markias. Indeed, though from the look of things, it doesn't seem he touched anything else. Still, not a pleasant thought. Yeah, it's kind of creepy knowing he was here. Especially considering we don't know what he's actually after. Anyway, let's see what the next card says. Okay, the 4th key is on the back of the white burden of the steel bird perched at the water's edge. On the back of the white burden of the steel bird perched. Ich habe gerade gar keine Ahnung. Also so auf den ersten Blick. Sure enough, it's another riddle. And a rather challenging one at that. Oh Mann, ich wollte das jetzt unbedingt irgendwie im Alleingang schaffen, wobei das alles voll fake ist, weil ich habe das ja schon mal gespielt. Glaubt mir doch kein Mensch, wenn ich sage, ich habe alles wieder vergessen und mich gerade neu wieder dran erinnert. Whiteburn, Steelbird. Wenn da irgendwas mit Water's Edge steht, dann bin ich halt direkt, aber es gibt auch Steelbird ist auch kein Vogel. Das ist irgendeine Maschine oder so. Irgendwas Fliegendes. Und Water's Edge, wo haben wir denn Water? Hier begebe ich mich jetzt wirklich mal auf die Suche und keine Sorge, ich werde am Ende nicht behaupten, oh, ich habe es alleine gefunden, weil ich werde es wahrscheinlich nachschlagen, wenn mir jetzt nicht irgendwie noch ein Geistesblitz kommt, aber we will see. Nö, hätte ich nicht selber rausgefunden, aber ich kann es jetzt wenigstens aufdröseln, denn hier ist ein Container, den man untersuchen muss und weiß ich nicht, ob das irgendwie mit dem Schiff zusammenhängt? Mit der Esperanza oder so? Oder ob mit Steelbird vielleicht so ein Kran gemeint ist oder so, ich weiß es nicht. Aber hier sollte irgendwo, glaube ich, die Lösung sein. Da. Also das finde ich auf jeden Fall mit Abstand am schwersten von den 4 Rätseln, die wir bisher aufgetragen bekommen haben. Aber Ende gut, alles gut. The Steelbird perched at the water's edge. The last clue seems like it might be referring to the crane here in Heimdall Port. Also doch der Kran, okay. And that would make its white burden these containers. Ja, okay. Das mit dem White finde ich aber ein bisschen unlogisch, weil die Container haben hier durchaus verschiedene Farben. Aber gut, der will wahrscheinlich darauf hinweisen, dass in irgendeinem weißen Container der nächste Hinweis drin liegt oder so. I can't see a card attached to any of them though. The clue did say it would be on the back. Perhaps we should discuss this with whoever's in charge here and ask him to check the containers for us. That would be Port Chief Danberto. We met him earlier today, so let's see if he's willing to help us. Okay. Group A explained the situation to Port Chief Danberto, who agreed to check all of the white containers for them. And just as they'd predicted, a card was found affixed to the bottom of one of the containers. Yay! Next one, please. How the devil did that get stuck to the bottom like that? He wouldn't have been able to attach it without lifting the container, and that would have meant using the crane. But when did he do it? None of us ever noticed anything suspicious. Aber wir sprechen doch hier von einer kleinen Karte, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass man die zwischen 2 Container durchgeschoben bekommt. Die braucht ja nicht viel Platz.
Well, he is supposed to be a master of disguise, right? Maybe he disguised himself as one of the workers here? I can only guess as to how he might have done it, but it's definitely not something a normal person could pull off. That aside, what does the card say? Oh yeah, let's see. Oh, Trommelwirbel, the final key is also hidden near the water's edge. The crimson crown you seek sleeps within a black ark, nestled in the steel car that marches with the minutes. Die Tram. Ich glaube, das ist eine Tram. This one's just as obtuse as the others, aber ich weiß trotzdem gerade nicht, wo ich dafür hinlaufen muss. Though, if it's also hidden near the water's edge, from all indications, I'd say the next one is here in Heimdall Port 2. It says final key and crimson crown too, so at least there's that. Yeah, looks like this is the last one. Dann lass uns mal gucken. Danke, dann Berto. Wie sich bei dem armen Mann keiner mehr bedankt hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er sich die 2 Minuten nimmt. Ach, hier. Okay, doch, ich erinnere mich. Oder? Ja, hier kann ich was tun. Ich dachte im Eingangsbereich, aber nein. Wir müssen die Front anstupsen. The steel car. My guess is that the last clue refers to the orbit tram. Yeah, that seems like the best fit. What about marching with the minutes? Die fährt halt alle paar Minuten, ne? The tram schedule, of course, arriving and departing at preset times. Heimdall Port is the starting and ending point for all the trams in the city, so you could say the tram here is waiting for its appointed time. That makes sense in a weird way. I guess this is the place then. Let's get the driver's permission to have a look inside. Yay, excuse me, do you think you could do us a favor? Sure, what do you need? Rin explained the situation to the tram driver and asked permission to search inside the tram. The infamous Phantom Thief B hid something in this tram car. Yes, we believe that to be the case. Well, really? Well, I get where you're coming from. Go on and look around as much as you want. Thanks for your cooperation. Oh, dankeschön. Jetzt dürfen wir uns auch mal in der Tram bewegen. Das wurde uns vorher immer verwehrt. Oh, Hauptsache erstmal XXL-Zoom an Lauras Haare. Kann man mal machen, solange das nicht irgendwie hart auf den Ausschnitt zoomt oder so, wie man das aus anderen JRPGs kennt. Ich meine, sie hat ja auch die Haare schön, ne? Okay, also, Koffer. Das ist sehr auffällig. Der ist sehr mittig platziert. Säuberlichst abgemessen, würde ich sagen. It looks like this must be the black ark mentioned on the card. Phantom Thief appears to have taken no pains to hide it. Isn't it kind of weird that the driver didn't notice it? Maybe Phantom Thief B left it here not too long ago. I wouldn't be so sure. Anyway, let's have a look inside. Oh my god! Bist du denn überhaupt echt oder bist du eine Fälschung? Inside the black case rested a tiara embedded with dazzling carnelians. Oh. Yep, this is it. So this is the Storied crimson tiara. It has such a fiery glow. Wow, so this thing's worth 100 million MEHR, huh? I'm almost afraid to handle it. Yeah, we've got to be really careful about getting this back to the jeweler safely. Ich hätte da voll den Respekt vor, aber ich würde einfach den Koffer wieder zumachen und das darüber transportieren. Die werden es ja wohl nicht offen auf der Straße durch die City tragen, oder doch? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich glaube, dazu kommt nämlich keine Szene mehr zum Transport explizit. So the tiara really was in there, huh? Now I'm wondering if the last passenger who stepped off the tram was Phantom Thief B himself. I don't remember there being any unusual passengers on board, though. I see, so you have no idea who Phantom Thief B could have been, then? To have done so much and yet left no trace of his presence, he must truly be a master at covering his tracks. I say, but hey, at least we were able to get the tiara back. I suppose that's good enough. Mir würde das ehrlich gesagt auch nicht reichen, weil ich dieses Katz-und-Maus-Spiel gerne verstehen würde anstelle der Gruppe. What's wrong, Rin? Why are you staring at me like that? I think it's time we put an end to this little charade, don't you? Baron Bleu Blanc, or should I call you Phantom Thief B? Dum. What? Das Einzige, was mich daran wieder ein bisschen nervt, ist, Rin ist echt so, der weiß, der durchschaut und weiß halt irgendwie alles, ja? Woher wusste er das? Vielleicht erklärt er das noch, keine Ahnung, wir werden sehen.
Aber da hat der Driver was zu lachen und er lacht sehr laut. Und ich werde jetzt nicht meine Nachbarn in Aufruhr versetzen, indem ich so laut lache, wie es die Buchstaben suggerieren. Zeigen Sie sich, Sie sind enttarnt. Maske hin oder her. This savory taste is why the unripe fruit is the most delectable of all. Delectable, ja. Wait, aren't you the Baron we met earlier? But that mask... That's the mask of Phantom Thief B. Surprise, surprise. Allow me to introduce myself once again. I am Phantom Thief Bleu-Blanc, otherwise known simply as Phantom Thief B. Baron Bleu-Blanc is but one of the many roles I have assumed during my pursuits. Incidentally, might I ask when you first discovered my true identity? Ja, vor 10 Jahren schon. Bevor du geboren warst, Rina, du hast schon die Eingebung, die wurde dir im Mutterleib schon mitgegeben. It didn't really take much discovering. You went out of your way to show up in the Crystal Garden after all. Now, maybe it's just me, but I find it hard to believe you were seriously trying to hide your identity to begin with. Your disguises, nothing short of perfect, I have to admit. But with all the work you've put into this, I suspected you might come check on us near the end of your little game. I see. Excellent deductive reasoning. Simply splendid. So ist unser Schmorser. But why would you do something like this? Why go to all the trouble? Tja, does that interest you? Must there be a motive? A motive? Motive? Yeah, now that we know your identity, there's nothing more to discuss. Ey, mich hätte die Antwort aber interessiert, Reen. Theft is a crime. Indeed, a crime we will not allow to go unpunished. Ah, what spirited youths you are. Youths. Ich hasse es, wenn ein S hinterm TH kommt. What? How did he do that? Just a little trick I like to keep up my sleeve. Regardless, you have provided me with plenty of sport and more than enough entertainment for one day. I'll be watching your future achievements with keen interest. Ladies and gentlemen, until we meet again, I bid you adieu. Tschüss. Ach, der gehört auch nicht in den Knast. Also eigentlich gehört er da schon rein, aber der ist zu unterhaltsam. Ich will noch mehr von dem sehen. He disappeared again. Sir, that's quite a little trick. He might still be nearby. Let's search the area. Meinst du? Rena and the others scout the area for Phantom Thief B, but try as they found no trace of him. Ey, vor allem, hat so viele Möglichkeiten, sich aus dem Staub zu machen. After reporting the details of the incident to City Hall, they tracked back to the jewelers to return to Tiara. Sehr schön. Können sich die Touristen wieder freuen. Brummt der Laden wieder. Der wird jetzt mehr brummen als je zuvor, weil das wahrscheinlich durch die ganzen lokalen und überregionalen Medien vielleicht auch ging. Und jetzt alle erst recht die Tiara sehen wollen. Vermutlich. I can't believe that you were able to recover the tiara safely. How can I ever thank you? Du kannst mir Mira schenken. I almost get the impression we're the reason he stole it in the first place. Maybe we should apologize to you. Ja, so könnte man es auch sehen. Oh no, not at all. Phantom Thief B's conquests have always seemed rather capricious. I imagine he just decided to use all of you as a convenient excuse for his latest escapade. Given how fixated on us he seemed, I don't think that's at all likely. Well, better not to say anything. Indeed, the last thing we want is to cause more confusion here. I'm afraid I can't offer you much, but please take these as a token of my thanks. Das ist voll gut. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man jemals so eine Belohnung hier bekommen hat. Nice. This is a lot of sapit. Are you sure it's alright to give us that much? It almost feels like more than we deserve. This is a jewelry boutique after all. We have more sapit lying around than we know what to do with. Na, wenigstens ist sie ehrlich. Well, that does make sense. Thank you very much. Think nothing of it. It's the least I could do after all you've done for us. Burglary at the jewelers completed. Yay. So, und nun kann uns jetzt der Vater nochmal anrufen und Danke sagen. Was muss ich als nächstes tun? Thank you so much for all you've done for us today. We'll be implementing even stricter security protocols so that what happened today will never happen again.
Naja, also ich finde, man muss jetzt das Sicherheitssystem nicht komplett überarbeiten. Ihr wisst ja, worin der Fehler lag. Und beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser aufpassen, wenn solche Nachrichten eintrudeln. Aber der wird auch nicht zweimal die gleiche Masche fahren. Also ich glaube, ihr seid relativ safe. Okay, aber wir haben nur die Elemente bekommen. Also keine Separate Masses. Aber gut, die sind ja auch nicht Elemental, ne? Also von daher. Aber hätte ja sein können, dass es von jeder Kategorie irgendwie 500 gegeben hätte. Aber das wäre dann vielleicht wirklich ein bisschen zu viel. Ich brauche unbedingt den Rest meiner Truppe, um die restlichen Slots aufzufüllen, weil ich wissen will, ob das schon reicht. Ew, that was quite exhausting. Phantom Thief B was an even more unpleasant fellow than I had expected. Annoying to think his smug face was watching us the whole time. Yeah, though his name is pretty well known around here. He was plainly suspicious ever since we first met him, but I didn't suspect he'd prove this much of a troublemaker. Ja, Reen hat das alles vorher schon gewusst. Alles. Something wrong, Reen? I was just thinking he must be incredibly skilled. He disguises himself so well that he was virtually unrecognizable, not to mention all those other things he did. If this was martial arts we were talking about, he'd definitely be at the master level. I can't disagree. True. But why would someone like that try to mess with us? Das ist, was ich übrigens mega toll finde, dass Laura und Fee, vielleicht fällt das nur mir so auf, vielleicht bilde ich mir das aber auch ein, aber die sind, seit die sich wieder vertragen haben, nonstop dabei, jeweils der anderen zuzustimmen. Entweder stimmt Fee Laura zu oder Laura stimmt Fee zu. Immer entweder so oder so rum. Ich feiere das. He specifically asked for Group A too, though I can't imagine why. Bestimmt wegen Reen. Alle wollen sie an den Reen. Hold on. Is it my father again? This is Class 7, Group A, Reen Schwarzer speaking. Hello. Sounds like you've been keeping yourselves busy. Sarah. I know, it's you, Instructor Sarah. Oh, got it in one. How'd you guess? Don't tell me. Is it your smoldering love for your tragically beautiful teacher? I have many feelings about you, but love would be stretching it. Wie nüchtern der das immer abtut, was sie zu ihm sagt. Aber das macht er gut, muss man ja zugeben. Anyway, you don't usually call us while we're out on a field study. Is something wrong? Actually, there's somewhere I'd like Roubaix to go. When you finished up what you have to do for your field study, I'd like you to head over to the Sank District. Okay, let's see. That's where the Cathedral and the embassies are, right? I think Elisa's Academy is somewhere around there too, but... Yeah, that's the place. I want all of you assembled outside St. Estrella Girls' School at 5 o'clock. Group B will be there too. Okay, what? Don't worry, I've already informed the governor about this, so go ahead and enjoy yourselves. Anyway, have fun, toodles. Hey, hold on Tja, what's wrong now? It sounded as though the instructor is being her usual irresponsible self again. Warum? Was hat sie denn so Schlimmes gemacht? Pretty much, I don't know what she's thinking. Hä? Okay, den Kritikpunkt an ihr verstehe ich gerade schon wieder nicht. Really explained to the rest of the team that they were to assemble at St. Estrella Girls' School by 5 o'clock. Oh, I know where that is. That Girls' Academy for Nobles, isn't that the one your sister attends? I have a few acquaintances who attend there myself, but I can't imagine why she'd have us all meet there. Girls' Academy, huh? I'm kind of curious. I'm sure she has her reasons, weird ones probably. It's almost evening, so we should finish up here and start heading over. The best way to get to the Sank District is by tram, right? Yeah, it doesn't matter where we catch the tram from, it will pass through there. I almost dread to think that we'll have to do what we'll have to do when we get there, though. Kann nicht mehr lesen. Es wird immer schlimmer, je länger der Part andauert. The Sank District has been added to the list of locations selectable from any of the capital's tram stops. Sehr gut. Habe ich vorher noch irgendwas zu tun? Übernachten vielleicht? Fee hat nicht ihre vollen EP, aber das scheint mir jetzt auch ein bisschen zu aufwendig zu sein, auch mal irgendwo pennen zu gehen. Wobei wir stehen hier gerade direkt neben dem Hotel. Viel zu viele schwierige Entscheidungen, die man hier treffen muss. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Hat Sarah in der Vergangenheit jemals einen Auftrag an die Gruppe herangetragen, der im Nachgang komplett sinnbefreit war? Eigentlich nicht.
eigentlich nicht. Ich werd hier voll zum Sarah-Anwalt, ich merke das schon, aber ey, ich finde, das wird manchmal ein bisschen zu harsch auf ihre Kompetenz runtergeblickt wird und vor allen Dingen auch nicht gerechtfertigt. So, aber wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen und das ist gut. Und das mache ich jetzt auch. I doubt we have time to do anything else once we've arrived at the Sank District. Should we get going? Traveling to the Sank District will cause the main story to advance. Entschuldigung. Ja, wir machen das jetzt. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Und wenn nicht, ich habe eh kein Geld. Also gut, ich könnte Seppets einlösen, aber die brauche ich auch noch. Insofern, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, irgendwas ausgelassen zu haben. Ich bin in allen Läden gewesen. Gab es bei den Büchern noch irgendwas, was ich mitnehmen wollte? Ich will dieses Koch-Item unbedingt kriegen. Ich wette, in Trista kriege ich das. Oder habe ich da schon nachgeguckt? Keine Ahnung. Aber hey, da sehen wir Elise ja gleich wieder. Weiß sie denn, dass wir erscheinen werden? Ob ja oder nein, sie wird sich auf jeden Fall freuen. Sankt District. Wir haben diese Mädchenschule ja schon mal gesehen. Da ist meine Kamera dran vorbeigefahren, als Elise den Brief von Rin gelesen hat. Alle haben so unterschiedliche Haarfarben. Die Mädels. They were wearing the same uniform as Rin's sister. Gut beobachtet. Yeah, they must go to St. Estrella too. So the famous St. Estrella Girls' School is around here, huh? It's supposed to be a combined middle and high school exclusively for the young ladies of the nobility. Yeah, this is one part of the capital that the masses have no reason to visit, although I can at least support the school's commitment to fostering chastity and rejecting materialism. You seem to know an awful lot about a fancy girls' school. Ja, Markias, erklären Sie sich. No, I don't. This is all just common knowledge. Ja. Gerade noch erwähnt, dass es nicht von öffentlichem Interesse ist, die Schule und alles ein bisschen abgelegen. Und dann begründet er, dass das jetzt doch irgendwie allgemein Wissen sein soll. Komisch. Anyway, let's go and wait by the front gate. Yeah, those were the instructor's orders. I'm feeling kinda nervous, actually. Warum machen dich Mädchen nervös, Elliot? Why would you? To men, this academy must seem clad in the mysterious, impenetrable aura of feminine nobility. Wahrscheinlich liegt's daran. Aber, weiß ich nicht. Ich wäre wahrscheinlich neugierig, aber gut, aus Frauensicht ist das wahrscheinlich auch nicht so nervenaufreibend, sage ich mal, wie das vielleicht für einen Elliot zu sein scheint. Aber schön haben sie es hier, ne? Das Ganze drumherum ist einfach nur echt hübsch. Und der Innenhof gefällt mir jetzt schon besser als der in Trista. I was wondering... Obwohl Trista auch voll schön ist. Also, wenn ich sage Trista, meine ich Thor's Military Academy, ne? Did you not want to come here, Laura? My father did recommend it to me, but they offered no classes in the martial arts. That alone was reason enough to look elsewhere. I can totally understand that. Though I get the feeling Laura would cause a real uproar if she went to a school for, genteel young ladies. Yeah, I can picture the chaos now. Oh, I have a number of acquaintances who attend here, and from all I hear, it does seem to be a wonderful school. I've heard that even Princess Alvin herself is a student there. Sehr cool. I've heard that too. Stell dir mal vor, du bist mit so einer hohen Person in Anführungsstrichen ja auf der gleichen Schule und dann kannst du die nicht leiden und dann kratzt ihr euch die Augen aus und seid irgendwie die größten Bitches zueinander. Oder genau das Gegenteil. Also vielleicht wäre es mir auch voll egal, ich weiß es nicht. Princess who? Tja, Vieh. So wird es mir wahrscheinlich auch gehen, weil ich mich nie für diesen ganzen Nobelkram interessiere oder für irgendwelche Adelshäuser oder so. You've seriously never heard of her? I know you're not from Erebonia, but even still. Ja, ein bisschen Zeitung lesen und so, da bekommt man das schon mit, ne? To be fair, I wouldn't be surprised if plenty of Erebonians didn't know who she is. Princess Alvin is the daughter of our reigning emperor, His Majesty Emperor Eugend. She is supposed to be as sweet as an angel and popular with everyone. Is that so?
Actually, I believe she's the same age as Fee. I've had the opportunity to meet her once before. She truly is as charming as the rumors suggest. I figured as much. I've seen photographs of her plenty of times in magazines, though I've never had the opportunity to meet her. Sounds like she's in the same school year as Elise, come to think of it. She has a twin brother too, Prince Cedric. He's the Crown Prince of Erebonia. Oh, right. I think I've seen a picture of the prince in a magazine before. Oh, Dark blonde hair like Yu's brother, right? Oh, I think you're thinking of Prince Olivert. He's Cedric and Alvin's older brother. Why isn't he the crown prince then? I've heard the reason is that his mother was a commoner. It seems like a stupid reason to deny him the right of succession, but that's how nobles do things. I feel like I've been hearing his name a lot lately. He made a big splash when he came back from Libel aboard that airship. You know the one, right? Oh, ich hab schon wieder Trails in the Sky vibes. You must be referring to his return aboard the Arsail after the crisis in Libel was put to rest. Ja, hi, ich hab grad immer... Ist für mich immer noch ein Gänsehautmoment, so diese Anspielung an die andere Trilogie nebenan quasi. Yeah, I remember seeing that. It really made a big impact. I'd never seen an airship that looked so wide and elegant before. I believe my father went to welcome the prince back in his capacity as imperial governor too. And yeah, now that you mention it, that does seem to be when I started hearing his name around a lot more. Oh, you're all here already? Na, wir wissen, wer das ist. Oh, nee, doch nicht. Oh, ich hätte jetzt schwören können, dass Sarah jetzt hier auf uns zukommt. Ah, you made it. It's good to see you all again. You're a bunch of early birds, aren't you? Ja. Well, we just about finished up everything we had to do when we got the call to meet here. Were you able to finish up everything on your end too? As if we'd leave any loose ends. If not for our unfamiliarity with the city, we would have been finished this morning. Every time. Ich finde auch, dass Jusis hier immer irgendwie der miese Peter ist. Ich finde, Magias hat sich echt ein bisschen gebessert, aber Jusis hört nicht auf, ihn zu pieksen. Muss ich mal so ganz objektiv neutral feststellen. Looks like getting these two to kiss and make up will be an uphill battle. Well, some say that when someone gets under your skin, it means you really care about what they think. Ja, vielleicht ist das auch unterschwellige Bromance, die sich da anbahnt. Wait, did you two... Ach stimmt, die wissen das ja noch gar nicht. Ah! Hey, I figured the girls would be the first to notice. Auf jeden Fall. Of course. I apologize for any worry I've caused you. We're fine now. Really, that's great. It sure is. Maybe after this field study is over, we can get together and spend the night talking in one of our rooms. Sounds good. The thought of a Class 7 Pyjama Party makes me a little embarrassed. Sagt man wirklich Pajama? Also, es heißt ja wahrscheinlich das Gleiche, aber ich hätte gedacht, dass Pyjama auch im Englischen so geschrieben wird, aber scheinbar nicht. That's girls for you. Girls and sleepovers go together like jam and toast, huh? Ja, ich habe das früher auch immer gerne mit meinen Freundinnen gemacht. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, ihr Lieben, mit diesem epischen Glockenspiel werde ich jetzt die Folge an dieser Stelle beenden und wir werden in der nächsten Folge allerhöchstwahrscheinlich irgendwas in dieser School machen und wir wissen nicht, was Sarah von uns wollte, aber auch darauf werden wir Antworten bekommen. Ich bin sehr gespannt, aber bedanke mich für heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!